Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stricken mit Calypso. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ich bin Calypso und das ist Folge Nummer 27, glaube ich. Ich erwähne das nie, aber ich glaube, das ist Folge Nummer 27. Ja, diesen Podcast, diesen Channel mache ich jetzt schon seit 2 Jahren. Wenn dieses Video online kommt, sind es, glaube ich, ziemlich genau 2 Jahre, dass ich Videos auf YouTube über mein Stricken teile und es macht mir ganz schön viel Spaß, da auch weiterzumachen, mit euch im Austausch zu sein, Kommentare zu bekommen, Nachrichten zu bekommen, wenn ihr meine Website besucht und mir darüber eine E-Mail schreibt oder über Ravelry. Freut es mich natürlich immer sehr, sehr, sehr. Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen, ich stricke schon seit 20 Jahren, so gut wie ununterbrochen. Mein Kleiderschrank platzt schon, ich habe ganz viele sehr schöne gestrickte Klamotten und ich mache auch eigene Designs, die ihr in meinem Ravelry Shop und auf meiner Website finden könnt, wie zum Beispiel den Flower Rain Cardigan, den ihr hier hinter mir seht. Und über den werde ich nachher noch mal ein bisschen sprechen. Aber erst erzähle ich euch, was ich heute trage. Ich trage heute ein Design, ich habe aber vergessen, wie es heißt, aus einem Buch von Carol Feller. Und das Buch heißt Short Rows. In dem Buch hat sie lauter Designs mit ganz vielen Short Rows. Das ist ein super tolles Buch, das ihr heranziehen könnt, wenn ihr lernen wollt, wie ihr Short Rows in verschiedenen Teilen eurer Kleidungsstücke einbauen wollt. Ich suche das Buch mal ganz kurz. Das ist dieses Buch hier, das ich euch empfehle, von Carol Feller, Short Row Knits, A Master with 20 Learn as You Knit Projects. Da sind auch verschiedene Arten beschrieben, wie man Short Rows stricken kann, also nicht nur die German Short Rows, ich glaube, am meisten verbreitet sind, sondern auch die japanischen und es gibt noch andere Arten von Short Rows. Aus diesem Buch habe ich mehrere Designs gestrickt, das hier zum Beispiel Jimenez, das finde ich super, super toll, das wird so seitwärts gestrickt. Das habe ich euch sicherlich auch gezeigt, weil ich das 2 oder 3 Mal gestrickt habe. Dann habe ich noch diesen Estrella gestrickt, diese Jacke, die hier an der Seite, also vorne an der Öffnung einen Zopf hat. Die finde ich auch super schön, die habe ich auch in einem Blau gestrickt. Ja, das Oberteil, das ich gerade trage, ist das hier, Rillito. Ich habe das aber mit kurzen Ärmeln gemacht. Ich habe es ein bisschen anders gemacht und hinten dieses verlängerte Rückenteil mit verkürzten Reihen habe ich hier auch nicht gemacht, aber ich habe das hier identisch so nachgestrickt mit einem anderen Garn, aber es ist auch gelb und das trage ich ziemlich oft. Also dieses Design finde ich auch toll, das habe ich eben auch 2-mal gestrickt. Einmal in diesem Bourette-Garn von BC, Bourette-Seide von BC Garn, so rum. Und einmal in diesem Garn, das war ein Garn von Pasquali, das ich verwendet habe. Hier ist es ein anderes Garn. Aber wie gesagt, ich habe das ein bisschen anders gemacht, diese Version als das Original hier. Ja doch, ich erzähle schon richtig, das hier ist das, aber eben ein bisschen verändert. Und genau, also das Buch kann ich euch empfehlen, das trage ich heute. Und Carol Feller, super Designerin, folgt ihr gerne auf Instagram. Sie macht auch kleine Tutorials und da lernt man auf jeden Fall noch was. Heute möchte ich euch Herbstgrüße ausrichten. Erstmal schöne Herbstgrüße von mir und ich lade euch auch ein, mein letztes Video zu gucken. 7 Gründe, seine Kleidung selbst zu machen. Das ist ein 20-minütiges Video, also nicht so lang und ja, ich freue mich über eure Meinung bei diesem Video, was ihr denkt, warum es sinnvoll ist, toll ist, gut ist, seine Kleidung selbst herzustellen. Also geht euch das Video anschauen. Und heute möchte ich euch gerne zeigen, was aktuell auf meinen Nadeln ist. Ich möchte anfangen mit diesem Teil, das ich hier gerade stricke. Da bin ich schon ganz gut vorangekommen. Das ist ein Teil, das ich improvisiere mit Garn von Felici-Punto. Also ihr seht hier das Mohair, das Lochmuster aus Mohair-Garn von Felici-Punto, das super, super schön ist. Dieses Muster heißt Shower Stitch. Das habe ich aus einer Mustersammlung, Musterkatalog von Barbara G. Walker, A Treasury of Knitting Patterns. Davon gibt es so 3, ich glaube es sind 3 dicke Bücher. Oder es sind nur 2. Ich habe auf jeden Fall 2 von diesen 2 dicken Büchern.
The Treasury of Knitting Patterns. Das sind einfach, ja, das ist einfach eine Mustersammlung mit ganz vielen verschiedenen Mustern, die ihr auswählen könnt und ja, ausprobieren könnt. Genau, das ist also das Rückenteil von diesem Oberteil, das ich stricke. Ich würde sagen, das wird eher eine Bluse, habe ich gerade das Gefühl. Ich improvisiere das so ganz, also ich hatte mir vorher ein kleines Schema aufgemalt und dann, ja, schaue ich einfach, lasse ich mich überraschen, so wie ich das gerne mache. Das andere Garn hier, dieses handgefärbte, das ist auch von Felici Punto. Das ist eine super luxuriöse Mischung mit Seide und ich weiß nicht noch was, habe ich vergessen, aber ich habe das bestimmt in der vorigen Folge gesagt, also geht da gerne mal reinschauen. Genau, also das ist das Rückenteil. Hier seht ihr, habe ich Maschen zugenommen für die Ärmel und hier an den Schultern habe ich verkürzte Reihen gemacht, um diese Schulterschräge hinzubekommen und hier in der Mitte habe ich Maschen abgekettet für den Halsausschnitt. So, das ist der Rücken und ich möchte dieses Teil asymmetrisch machen, könnte man sagen, denn ich habe jetzt hier an der Seite, also ihr müsst euch vorstellen, das ist hier der Arm, also schon beginnender Ärmel und hier habe ich an der Seite Maschen aufgenommen und das wird jetzt hier ein Teil des Vorderteils. Genau, das wird dann hier so nach vorne geklappt sein. So, gar nicht so leicht zu erklären. Das wird dann hier so nach vorne geklappt sein und ich werde hier noch bis zur Mitte stricken. Es kann sein, dass ich vorne noch verkürzte Reihen mache, damit ich so eine leichte Öffnung habe, vorne am Bauch. Und von der anderen Seite werde ich das genauso machen, dass hier ich an der anderen seitlichen Kante hier auch Maschen aufnehme und dann das nach vorne klappe und so seitwärts stricke. Und dann werde ich vorne, wenn beide Teile in der Mitte angekommen sind, auf jeden Fall oben, so auf hier so dieser Höhe, Magenhöhe ist das vielleicht, zusammen stricken oder zusammennähen, weiß ich noch nicht. Und dass ich vorne hier so eine kleine Öffnung habe. Und dann werde ich an dieser oberen Kante Maschen aufnehmen. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Denn erstens ist es vielleicht schwer, es sich vorzustellen, wenn ich das so erkläre. Und außerdem kann es sein, dass ich doch meine Meinung ändere und es dann doch anders mache. Und ich möchte mich und euch überraschen. Deswegen belasse ich das erstmal dabei. Aber ich bin da eben ganz gut vorangekommen. Seit letztem Mal habe ich eben das Rückenteil fertiggestellt, was schon eine Menge Arbeit war. Dieses Lochmuster, wenn man das einmal verstanden hat, ist es wirklich nicht schwer. Ganz auswendig kann ich es mir nicht merken, weil es 8 Reihen sind und man strickt in der Hinreihe und in der Rückreihe das Muster. Deswegen kann ich mir das nicht ganz auswendig merken. Aber die Logik, wenn man die Logik einmal verstanden hat, dann geht das schon eher flott. Und ja, dann habe ich auf der Seite die Maschen aufgenommen, um mit dem Vorderteil anzufangen. Dieses Garn ist so luxuriös, ist super weich und die Farben sind traumhaft schön. Deswegen wollte ich dieses Garn auch auf einer größeren Fläche haben und nicht nur hier diese Streifen, sondern vorne eben eine größere Fläche von diesem handgefärbten, melierten Garn, weil es einfach so schön ist, damit es eben gut zur Geltung kommt. Das ist also gerade eines der Teile, das ich improvisiere. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich dieses Jahr noch damit fertig werde, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn die Farben sind eh frühlingshaft. Das heißt, wenn ich zum Frühling nächsten Jahres damit fertig werde, bin ich absolut zufrieden. Ich genieße es, das zu stricken. Ich lasse es auch mal wieder liegen, denke darüber nach und stricke dann weiter und stricke andere Sachen da nebenher. Es ist einfach nur eine Freude, das zu machen. Und ich lege das beiseite und zeige euch das nächste Projekt, das ich gerade mache. Voilà! Das nächste Projekt, so herum, ist der Carlisle Pullover. Ich habe vergessen, wie die Designerin heißt, aber ich blende euch das hier ein. Und ich bin wirklich zufrieden mit diesem Design. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich ein bisschen in die Sattelschulter-Thematik eintauchen will. Wie ihr seht, habt ihr hier eine sehr schöne Sattelschulter. So, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Und die Anleitung ist toll geschrieben.
Es ist nicht schwer. Ich habe es etwas angepasst, weil mein Garn nicht exakt die Maschenprobe hat, die erwartet wird in der Anleitung. Deshalb habe ich mehr Zunahmen gemacht als, ich glaube, ich habe Größe 3 angeschlagen, genau. Und ich habe aber mehr Zunahmen gemacht, als bei Größe 3 verlangt wird, aber nicht so viele, wie bei Größe 4 verlangt sind. Das heißt, ich habe sowas dazwischen gemacht und immer wieder anprobiert, geschaut, okay, wo bin ich jetzt? Weil ich habe nämlich etwas breitere Schultern. Proportional, denke ich, habe ich etwas stärkere Schultern. Deswegen brauche ich hier ein bisschen mehr Bewegungsspielraum und habe dementsprechend mehr Zunahmen hier gemacht für die Sattelschultern, damit ich einfach mehr Platz habe für meine Arme und meine Schultern. Und wo ich auch immer ein bisschen Bedenken habe und Sorge habe, ist, dass mein Armausschnitt nicht tief genug ist. Und wenn es dann hier einschneidet oder wenn man sich dann bewegt oder die Arme hoch macht oder so und man dann merkt, hier fehlt mir 1 Zentimeter, finde ich das äußerst unangenehm. Deswegen habe ich hier in dem Bereich auch mehr Zunahmen gemacht, als beim Größe 3 vorgesehen war. Und im Nachhinein, jetzt wo ich das mehrmals anprobiert habe, denke ich, ich hätte sogar mir 2 Zunahmen sparen können. Also es ganz kleines bisschen weniger großzügig sein können. Aber trotzdem, wenn ich das anprobiere, habe ich jetzt hier keinen Stoffüberschuss oder sowas. Also es sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Außerdem habe ich das noch nicht gespannt. Und ja, ich bin mir sicher, wenn ich das spanne, wird es ein bisschen lockerer fallen. Denn aktuell ist hier dieses Rippenmuster, das zieht natürlich den Stoff zusammen. Das ist ja so elastisch. Und dann, wenn ich es trage, sieht es gerade aktuell gut aus, aber nicht so gut. Das heißt, das werde ich dann noch beim Waschen und Spannen dann schön in Form bringen, damit es dann auch etwas besser sitzt und schöner fällt. Aber insgesamt bin ich super zufrieden. Das Bündchen hier unten, sowie das Bündchen am Hals, ist ein doppeltes Bündchen. Das heißt, man strickt 5 cm. Und was ich dann mache, wenn ich solche Bündchen umklappe, das habe ich hier unten gemacht. Am Hals habe ich das nicht gemacht. Aber am Hals finde ich das auch schön so. Aber hier unten, was ich gemacht habe, ist, dass ich dann an der Stelle, wo ich umklappe, eine komplette Reihe linke Maschen gestrickt habe. Und diese linken Maschen, die sind auf der Außenseite. Also auf der rechten Seite habe ich diese Runde an linken Maschen gestrickt. Es macht auch gar keinen Sinn, dass ich sage auf der rechten Seite, weil es sowieso in der Runde gestrickt wird. Auf jeden Fall habe ich eine Runde linke Maschen gestrickt und das ergibt dann wie eine Art Kante und da kann man das auch viel, viel besser umklappen. Denn auf der anderen Seite sind dann eben nur rechte Maschen und dann lässt sich das einfach besser umklappen. Es sitzt dann besser und ja, wie soll ich sagen? Also es ist ein schönes Element hier, finde ich. Man sieht ein bisschen die linken Maschen und gleichzeitig lässt sich das besser falten, wenn man diese linke Runde strickt. Probiert es einfach mal aus, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Und auf der anderen Seite habe ich das eben mit der 3-Nadel-Technik sozusagen hier angestrickt. Und ja, das finde ich super schön. Also dieses Bündchen hat natürlich eine Weile gedauert, das zu stricken, so wie der Körper auch. Ich habe den Körper auch nicht so lange gestrickt, wie in der Anleitung vorgesehen. In der Anleitung waren über 30 cm vorgesehen, was mir ein bisschen viel erschien. Also ich glaube, dass der Pullover so gedacht ist, dass er dann auf die Hälfte vom Po fällt oder so, aber das finde ich ein bisschen zu lang, weil ich bin nicht riesig und wenn ich dann so einen langen Pullover stricke, dann verkleinert mich das optisch. Deswegen, ich wollte es aber auch nicht cropped haben und ich habe das dann immer wieder anprobiert. Mal schauen, wie es dann am Ende aussieht. Ich habe es dann ungefähr auf Hüftknochenhöhe. Hoffentlich wird es dann auch so sein. Denn, ja, ich muss ehrlich sagen, bei diesem langen Körper, irgendwann verliert man auch die Geduld und es wird ein bisschen langweilig. Deswegen hoffe ich, dass die Länge dann so passen wird. Und ja, es ist auch eine ziemlich kleine Nadel. Ich glaube, für den Körper habe ich glaube, das ist eine 3 mm oder 3,25 oder so. Auf jeden Fall, das Bündchen war noch eine kleinere Nadel, 2,75 oder sowas. Und das hat echt lange gedauert, das zu stricken. Es hat einfach lange gedauert, deswegen bin ich noch nicht so weit, wie ich mir das gewünscht hätte. Eigentlich hätte ich den schon gerne fertig gestrickt. Nächste Woche möchte ich den auf jeden Fall fertig haben oder übers Wochenende.
Mit dem Ärmel bin ich auch schon fast fertig. Die Abnahmen habe ich fertig. Die habe ich auch nicht nach Anleitung gemacht, sondern wirklich anprobiert und geschaut, okay, habe ich jetzt genug Abnahmen gemacht am Ärmel, passt mir das so, und das dann aufgehört, die Abnahmen zu machen. Natürlich müssen beide Ärmel gleich dann sein, also ich werde dann auf jeden Fall zählen müssen. Aber ja, ich wollte auch genug Platz, um etwas drunter zu ziehen. Das heißt, im Moment habe ich das Teil nur anprobiert, ohne etwas drunter zu tragen. Hier zeige ich euch nochmal die schöne Sattelschulter. Und das heißt, vielleicht bekommt mir dieser extra Zentimeter an den Armausschnitten doch gut, weil es könnte sein, dass ich etwas runtertragen will und dann habe ich eben mehr Platz, um etwas darunter anzuziehen. Also noch ein T-Shirt oder so zum Beispiel. Das ist ein super schönes Garn, das ist von BC Garn, die Silk Bloom Extra Fino. Ja, finde ich wirklich schön, dieses Garn. Es hat so einen leichten, wie sagt man das, so leicht haarig. Was ich noch sagen möchte, ist, dass ich diese Anleitung wirklich toll finde und mir auch sehr gut vorstellen kann, diese Anleitung als Art Vorlage zu verwenden. Das heißt, das hier ist ja so ein Basic-Teil im Endeffekt. Das Besondere daran ist eben dieses gebrochene Rippenmuster. Und da es mir so gut passt und das so gut erklärt ist, wie wirklich eine grundlegende Anleitung, kann ich mir gut vorstellen, diese Anleitung nochmal heranzuziehen und nochmal zu verwenden, um selber dann nochmal ein Sattelschulter-Kleidungsstück zu improvisieren. Natürlich werde ich erst das waschen und spannen und schauen, wie es mir dann tatsächlich gefällt im Endeffekt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, diese Anleitung dann nochmal zu verwenden als Vorlage mit einem anderen Garn und mit einem anderen Muster und die dann nochmal zu interpretieren oder noch mit einem etwas weiteren Blick nochmal zu interpretieren und nochmal zu stricken und nicht so wie hier, wo ich mich wirklich sehr genau an der Anleitung gehalten habe, mit der Ausnahme, dass ich eben die Zunahmen etwas angepasst habe an meine Körperform und an meine Maße. Genau, also darüber freue ich mich sehr, über dieses Teil. Ich möchte es auf jeden Fall bald tragen und freue mich, dass ich so einen knallroten, mit einem leichten Fuchsia-Stich Pullover in meinem Kleiderschrank habe. Ich habe schon eine rote Jacke, jetzt diesen roten Pullover. Rot ist ja meine Lieblingsfarbe und Rot hat so ein bisschen was Verführerisches. Und ja, in manchen Situationen finde ich es gut, Rot zu tragen, wenn man dann auffallen möchte oder überzeugen möchte oder irgendwie etwas rüberbringen möchte oder sowas. In solchen Situationen ziehe ich gerne was Rotes an, weil es mir einfach Selbstbewusstsein gibt und ich dann das Gefühl habe, ich bin stark und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber genau, das ist auf jeden Fall mein Gefühl, wenn ich Rot trage. Habt ihr so ein Gefühl, wenn ihr eure Lieblingsfarbe tragt? Welche ist dann eure Lieblingsfarbe? Vielleicht haben es andere mit Grün, dass sie sich da selbstbewusst und fühlen und das Gefühl haben, ich werde den Tag heute wunderbar meistern, weil ich diesen Pullover habe, den ich selber gestrickt habe und der auch noch in meiner Lieblingsfarbe ist. Kennt ihr das auch, dieses Gefühl? Passiert euch das auch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren, ob ich die Einzige bin, die so denkt oder ob es noch andere unter euch, die solche Ideen haben. Naja, auf jeden Fall ist das gerade das Projekt, an dem ich ganz eifrig stricke und ich hoffe wirklich, dass ich das dieses Wochenende fertig machen werde. Und schließlich Projekt Nummer 3. Es handelt sich um ein Accessoire. Das sind Garnreste von Casasol. Schöne, sehr, sehr schöne Baumwolle. Naja, Reste, ich hatte mehr als ein Knäuel übrig. Und das ist auch schon fast fertig, denn ich habe hier dieses Margarita, diese kleinen Gänseblümchen gemacht, die ich auch bei meinem Margarita-Top habe. Die habe ich hier wieder aufgenommen. Und das wird hier so ein Dreieckstuch. Ich möchte es aber nicht so groß machen, denn ehrlich gesagt, ich habe große, schöne Schals, aber ich trage sie kaum. Ich mag lieber kleine Tücher, so in ungefähr die Maße. Halber Meter vielleicht, bisschen mehr, mal halber Meter. Und die kann ich mir dann einmal um den Hals binden und die so einen Knoten machen. Das ist für mich perfekt. Oder auch für die Haare verwenden, über den Kopf. Das finde ich auch super, wenn ich gerade
keine Lust habe auf eine Mütze oder vielleicht auch keine Mütze dabei habe, dann funktioniere ich das um von Halstuch zu Kopftuch. Das mag ich total gerne. Und ja, ich würde gerne 5 Margaritas machen. Ich habe jetzt 4 und dann werde ich es abketten. Vielleicht werde ich eine I-Cord machen am Ende. Das ist ein super simples Muster. Dafür habe ich keine Anleitung. Das kann man sich einfach so merken. Beziehungsweise ich habe so ein handgeschriebenes Rezept dafür. Das heißt, man nimmt oder man schlägt hier, ich glaube es waren 5, ja, man schlägt 5 Maschen an, hier unten. Und dann macht man die Umschläge in jeder Hinreihe, rechts und links von der Mittelmasche. Und man nimmt dann jeweils, also ich nehme nur in der Hinreihe auf, aber man kann es natürlich abwechselnd machen, Hinreihe, Rückreihe. Ich mache das nur in der Hinreihe, dass ich an jedem Ende dann hier am Anfang bzw. am Ende eben eine Masche zunehme. Das heißt, ich habe 4 Zunahmen pro Reihe und so wächst dann das Ding zu einem schönen Dreieckstuch. Wie ihr seht, das ist hier die flache Kante und die Spitze ist dann hier. Genau, das ist seit dem letzten Video also ganz gut gewachsen und ich hoffe, dass es beim nächsten Video fertig sein wird. Das sind also die aktuellen Projekte, die ich auf den Nadeln habe. Ich habe nichts Neues fertig. Nein, das macht natürlich nichts. Und ich habe vor, danach, wenn diese Sachen fertig sind, Sommerteile zu stricken. Jetzt guckt ihr mich wahrscheinlich komisch an und denkt, hä, es ist doch Herbst, Winter. Und ich habe in meinem vorletzten Video, glaube ich, von ganz vielen Projekten geschwärmt, die für Herbst, Winter auch sind, auf die ich total Lust habe. Aber ich möchte gerne für nächsten Frühling, Sommer, 2 neue Tops designen. Und das braucht Zeit, deswegen mache ich das lieber jetzt. Fange ich damit jetzt an. Und dann bin ich hoffentlich dieses Jahr fertig mit dem Stricken, nicht mit den Anleitungen. Das hat dann nochmal so einen ganz schönen Rattenschwanz. Mit der Idee, dass ich diese Anleitungen dann eben im Frühjahr veröffentlichen kann. Und wenn diese 2 Sommertops fertig gestrickt sind, ein Sommertop wird eben ein Twinset für den Flowering Cardigan. Da hat eine nette Zuschauerin unter euch, vielen Dank, mir den Tipp gegeben, weil ich habe noch über 100 Gramm übrig von diesem super, super schönen Garn Alegria von Mademoiselle Uruguay. Mit Mademoiselle Uruguay habe ich eben eine Kollaboration gehabt für das Margarita Top, was ich euch hier nochmal einblende. Und für den Flowering Cardigan hatten wir eine Kollaboration. Und ich habe eben noch etwas Garn übrig. Ich wollte aber nicht irgendein Accessoire machen, das ich dann vielleicht nicht verwende. Und da hat eine Zuschauerin mir eben die tolle Idee gegeben, einen Twinset zu machen. Das heißt, ein passendes Top zu dieser Jacke. Und ich finde die Idee wirklich super, denn dieses Garn ist so weich, das kann man auf jeden Fall auf der Haut tragen. Das schöne Lochmuster hier auf dem Cardigan kann ich auf jeden Fall hier sehr, sehr gut einsetzen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich werde das hier oben gerade machen, damit es von der Konstruktion her ähnlich ist wie der Flowering Cardigan, damit es zusammenpasst. Es soll schon einigermaßen eng anliegen. Durch ein Rippenmuster werde ich das machen, dass es schön elastisch ist und eher schön anliegt. Und eben dieses Lace-Muster dann wieder aufnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Träger machen werde. Ich hatte eine Idee, ich habe sie mir aber nicht aufgeschrieben und jetzt habe ich sie wieder vergessen. Naja, das ist auf jeden Fall der Plan für die nächsten paar Wochen. Und Top Nummer 2 möchte ich aus diesem Garn stricken. Das ist die Schulana Lilana. Das Garn habe ich euch schon mehrmals vorgestellt, denn ich habe das Limon Top und das Cerise Top, das bei euch ziemlich beliebt ist, aus diesem Garn gestrickt. Ich trage diese Tops das ganze Jahr ständig, die ganze Zeit, sehr viel. Und ich habe aus diesen 2 Tops, also dem Limon Top und dem Cerise Top, habe ich eine kleine Kollektion angefangen. Die könnt ihr auf Ravelry kaufen. Wenn ihr eben beide Tops zusammen kauft, dann ist es ein bisschen günstiger. Ich möchte diese Kollektion erweitern. Das ist die Fruity Summer Top Collection oder sowas habe ich das getauft. Genau, ich möchte weitermachen und mit diesem Garn noch so einen Top mit einer ähnlichen oder derselben Konstruktion, aber eben einem anderen Muster stricken. Und darauf freue ich mich natürlich
sehr. Und das sind meine Pläne für Herbst, Winter, diese 2 Sommertops zu stricken. Dann werde ich meine persönlichen Pläsierchens, das sind natürlich auch persönliche Pläsierchens, aber genau, mit diesen 2 Tops ist etwas Arbeit verbunden und die anderen Projekte, die danach kommen werden, die sind einfach nur pures Vergnügen. Schließlich möchte ich auf eine letzte Sache eingehen, denn wir wissen alle, zum Stricken und um unsere Augen zu schützen, ist es wichtig, sehr gutes Licht zu haben. Für manche auch eine Brille zu tragen. So wie ich beim Stricken trage ich auch eine Brille, auf dem Computer trage ich auch eine Brille. Zum Autofahren, auch wenn ich fast nie Auto fahre. Ich müsste mal wieder üben, sonst verlerne ich das vielleicht. Auf jeden Fall ist ein sehr gutes Licht sehr, sehr wichtig, um seine Augen lange zu schützen und lange gut sehen zu können. Vor allem, weil ich glaube, dass die meisten unter uns immer abends stricken. Wenn es schon dunkel ist, ist es wichtig, eine gute Lampe zu haben. Deswegen möchte ich euch gerne meine neue Lampe zeigen, die ich bekommen habe. Ich habe sie noch nicht ausgepackt und das mache ich jetzt ganz schnell mit euch. Ja, das ist also die WIT E-Reading Lamp von BenQ, die ich ganz schnell mit euch aufmache. Und noch ein Karton. Schickes Design, das ist in mehreren Farben verfügbar. Ich habe es mir in Grau gewünscht, weil Grau so gut zu allem passt. Und hier steht auch ganz genau, wie man die entpacken muss, nämlich hier Pull. Wow! Super schick, super stylisch. Hier ist auf jeden Fall der Fuß, der ist auch richtig schwer. Boah, der ist richtig schwer. Ich mache den mal wieder hier rein. Hier ist dann auch der Adapter. Hier ist sogar ein Adapter, den ihr... Ja, also ich bin jetzt dahinter gestiegen. Diesen lustigen Ring hier berührt. Dann geht sie an und ihr oben habt hier diesen Knopf, an dem ihr drehen könnt. Und da könnt ihr die Helligkeit einstellen, ob ihr gelbes Licht wollt oder Tageslicht. Das finde ich immer super. Je nach Stimmung kann man das natürlich auch anpassen. Das ist gut. Und die Lampe ist ziemlich groß. Dieser Arm ist hier ziemlich beweglich. Sie ist auch ziemlich schwer, steht also stabil. Tolle Sache von BenQ. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr eben eure Augen schützen wollt. Und damit ist das heutige Kapitel, die heutige Podcast-Folge auch beendet. Hier kann man die Lampe auch ganz gut anpassen und drehen und wenden in alle Richtungen, wie ihr seht. Ja, also ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wenn euch meine Videos gefallen, dann freue ich mich natürlich immer sehr über eine kleine Spende, über den PayPal-Link, den ihr in der Infobox findet. Und ich freue mich natürlich immer, eure fertigen Projekte zu sehen von meinen Designs, die ihr in meinem Ravelry Shop und auf meiner Website findet. Viele liebe Herbstgrüße und bis zum nächsten Mal. Ciao!